Sagt man nicht selten auf Deutsch nicht selten? Oder sagt man nicht selten selten und öfters oft? Hey everyone, Dana hier. Mir ist was Interessantes aufgefallen und jetzt merke ich es plötzlich irgendwie überall. Ich kann mir nur vorstellen, dass dies uns alle irgendwann mal passiert ist. Man merkt etwas zum ersten Mal und dann plötzlich, zack, fängt man an, das dann überall irgendwie zu sehen. Aber wenn du wirklich darüber nachdenkst, weißt du, dass du das Ding vermutlich auch vorher gesehen oder gehört hast, aber du hast es einfach nicht vorher wahrgenommen. Jetzt aber schon. Schreibt mir sehr gerne eure Erfahrungen damit in den Kommentaren. Mir ist es aber vor kurzem in Verbindung mit einem sehr interessanten deutschen Ausdruck passiert. Und davon erzähle ich euch heute. I also did make an English version of this video. Link to that down in the description box below. Okay, was ist passiert? Mittlerweile gucke ich und höre ich sehr, sehr gerne viel auf Deutsch, also Podcasts und Videos. Und vor ein paar Tagen saß ich da und ich habe schon wieder was auf Deutsch konsumiert. Und ja, ich saß da und ich war ganz ruhig und ich habe einfach zugehört und zugehört und zugehört. Aber dann hat die Person was gesagt, was meine innerlichen Gedanken plötzlich zu einem vollen Stillstand gebracht hat. Also, wenn ich ein Zeichentrickfilm wäre, hättet ihr das bestimmt irgendwie bildlich in meinem Kopf sehen können, aufgrund dieses merkwürdigen Ausdrucks. Und der besagte Ausdruck ist nicht selten. Nicht selten? Nicht selten? Was soll das? Nicht selten. Selten, aber nicht. Nicht selten. Ein paar Beispiele. Es passiert nicht selten, dass ich Videos drehe. Ich esse nicht selten Äpfel in Deutschland. Nicht selten bin ich zu einer Geburtstagsparty in Deutschland gegangen, wo ich so sehr Geburtstagskuchen vermisst habe. It's true. Watch this video. Schreibt mir sehr gerne eure nicht selten Beispiele in den Kommentaren. Mittlerweile macht mir den Ausdruck Sinn und seit ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich es mittlerweile mehrere Male gehört. Ich brauchte aber das erste Mal literally mehrere Sekunden, um zu verstehen, worum es geht. Also nochmal zum Zeichentrickfilm. Dann hättet ihr auch bestimmt sehen können, wie die Getriebe in meinem Kopf sehr schwierig an dem neuen Input gearbeitet haben. Also nicht bedeutet auf Englisch not und selten, rarely oder seldom. Was bedeutet das nicht selten? Sowas wie not rarely oder not seldomly bedeutet. Was not seldomly. Not seldomly? Huh? Also ja, danach habe ich einige Minuten wirklich versucht, den Ausdruck wörtlich auf Englisch auszudrücken, ohne sofortigen Erfolg. Wenn jemand mir zum Beispiel auf Englisch sagen würde, "It does not rarely happen that I go to the store." It does not rarely happen that I go to the store? Ich bin total verwirrt. It does not rarely happen that I go to the store. Bedeutet das vielleicht würde ich denken, dass die Person damit eventuell sagen möchte, dass sie nie einkaufen geht. Also, dass sie so sehr nie einkaufen geht, that this person doesn't even rarely go to the store. Not even rarely. Less often than rarely. They never go. Maybe, vielleicht. Aber wenn jemand mir sagen würde, etwas wie "It does not rarely happen", hätte ich definitiv nicht gedacht, dass sie meinen, es passiert doch oft. Weil wenn die Person das sagen wollte, dann auf Englisch hätte die Person das einfach gesagt. Also, it happens quite often oder it usually happens. Halt, es
passiert ziemlich oft oder normalerweise passiert es. Und das ist, was ich normalerweise auf Englisch sage und bis jetzt, was ich auf Deutsch gesagt habe. Also, I've noticed that the apples are usually smaller in Germany than in the US. Mir ist aufgefallen, dass die Äpfel in Deutschland normalerweise kleiner sind als die in den USA. I often miss birthday cake in Germany. Oft vermisse ich Geburtstagskuchen in Deutschland. I usually enjoy ice in my drinks, but since moving to Germany, I've started consuming and even enjoying drinks without ice more often than before. Normalerweise trinke ich gerne Getränke mit Eiswürfeln, aber seitdem ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich angefangen, öfters Getränke auch ohne Eis zu trinken und zu genießen. Sprich mit einer positiven Formulierung statt mit einem Doppelnegativ. So, nicht selten. Die einzige englische Formulierung dafür in dieser Richtung, das mir bis jetzt aufgefallen ist not uncommon. Also man könnte auf Deutsch, es ist nicht selten, Äpfel hier zu finden, sagen. Auf Englisch könnte man auch sagen, it's not uncommon to find apples here. Obwohl ich finde immer noch it's common to find apples here oder you can usually find apples here irgendwie glatter, weniger holprig als diese doppelte Verneinigung not uncommon. In diesem Fall zumindest. Ich weiß, es gibt Fälle, wo not uncommon genau das Richtige ist und das ist genau, was du sagen möchtest. Aber genau das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Bedeutet not uncommon tatsächlich das gleiche wie common oder usually? Und was bedeutet eigentlich nicht selten auf Deutsch? Was bedeutet es eigentlich? Okay, wenn jemand mir sagen würde, it's not uncommon for me to go to the store, macht das für mich total Sinn. Aber wenn ich wirklich darüber nachdenke, merke ich bin immer noch nicht total 100% sicher, genau was die Person damit meint. Also meint die Person damit, dass sie oft einkaufen geht oder ja, just that it's not uncommon. Also bedeutet es vielleicht nur, dass diese Person einkaufen geht ein bisschen öfters als uncommon. Also es ist not uncommon. Wisst ihr, was ich meine? Also wo ist not uncommon auf dieser Skala? Ist es hier? Ich dachte, es war hier. Aber könnte es hier sein? Ich weiß nicht. Und was ist mit nicht selten auf Deutsch? Wo ist nicht selten auf dieser Skala? Was bedeutet nicht selten für euch? Bedeutet es oft? Ich dachte, es bedeutet oft. Aber wo ich länger drüber nachdenke, dann bin ich mir nicht 100% sicher. Vielleicht könnte nicht selten einfach bedeuten, es ist einfach nicht selten. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, nicht selten bedeutet oft. Und ich glaube, not uncommon bedeutet common. Aber ja, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr verwirrt bin ich und mehr unsicher bin ich. Either way behaupte ich, dass ich auf Englisch normalerweise davon rede, was ich normalerweise tue oder was mir üblich ist und eher nicht, was mir nicht unüblich ist. Und bis jetzt habe ich not uncommon seltener auf Englisch gehört, als ich nicht selten auf Deutsch gehört habe, seitdem ich es bemerkt habe. Aber ja, vielleicht jetzt, wo ich gesagt habe, dass es mir unüblich ist, not uncommon auf Englisch zu hören, vielleicht werde ich es plötzlich jetzt doch überall hören und es wird mir tatsächlich not uncommon zu hören. Aber momentan ist es mir immer noch relativ uncommon. So my question for you is, benutzt ihr nicht selten
nicht selten? Please let me know in the comments below. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich habe auch eine englische Version dieses Videos gemacht. Link to the English version of the video down in the description box below. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, @wantedadventure. Ich mache normalerweise meine Instagram-Stories auf Deutsch. Und ein sehr, sehr, sehr großes Dankeschön an unsere Patrons bei Patreon. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Thank you so much. Until next time, auf Wiedersehen.